Servus und ganz herzlich willkommen zu Schlagschuss, dem offiziellen Podcast von NHL.com.de. Heute Episode Nummer 48 und da schwingt schon eine Menge Wehmut mit. Es ist die letzte in dieser Saison, also die letzte vor der Sommerpause. Das heißt nochmal in vollen Zügen genießen mit meinem Leihmäder Mikrofon mit Stefan Ustorf. Grüß dich, Stefan. Hi Ruppi, guten Morgen. Von meiner Viel Seite. passiert, ja, ich wollte gerade sagen, schöner Nachmittag eher bei mir, aber wir sind es gewohnt, ehrlicherweise. Es ist so viel passiert, Stefan, seit der letzten Ausgabe. Wir haben das alles auch ein bisschen setzen lassen, weil eben so viel passiert ist. Und deswegen die Inhaltsangabe für heute recht kurz zusammengefasst. Wir schauen auf den NHL-Draft 2026, wir schauen auf die Free Agency und alle Trades, die damit einhergegangen sind. Und last but not least knallen wir wieder 6 Schlagschüsse zur Lage der Liga ins Mikrofon. Aber dürfte uns ganz schön auf Trab halten, denn wie gesagt, es ist viel passiert. Und dann schlage ich direkt das erste Kapitel auf, Stefan. Draft 2026. Meine erste Frage, wer ist denn der ganz große Gewinner des NHL-Draft 2026? Und bedenke, es kann nur eine einzige richtige Antwort geben. Also ich bin ganz ehrlich mit dir, dass ich da doch tendiere zu deiner Mannschaft. Aha. Die San Jose Sharks haben einen sehr, sehr guten Draft gehabt, logischerweise mit Stenberg und dann auch Keaton Verhoff. Direkt danach 2 extrem hohe Picks, genau das, was sie gebraucht haben. Ich glaube, sie haben mit Stenberg den besten Spieler genommen, der in dieser Situation ihnen zur Verfügung stand, und mit Keaton Verhoff dann den Verteidiger geholt, den sie hoffentlich aufbauen können für die nächsten 10, 15 Jahre bei sich. Sie haben sehr, sehr gute Arbeit gemacht. Es ist relativ viel passiert. Die großen Trades, die man vielleicht erwartet hat, sind ausgeblieben, sage ich jetzt. Es sind viele Trades gekommen, aber das waren mehr positionelle Veränderungen innerhalb des Drafts. Aber dieser Riesentrade, den man vielleicht erhofft hatte, der ist nicht passiert. Aber die Mannschaften sind besser geworden. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Gavin McKenna in Toronto, muss ich ehrlich zugeben. In Toronto ist sehr, sehr viel passiert, auch danach in Free Agency. Die Mannschaft hat ein komplett neues Gesicht und man wird gespannt sein. Auch interessant fand ich die Aufteilung. 7 oder 8 Schweden, glaube ich, in der ersten Runde, was ein neuer Rekord war. Riesensache für Schweden, sehr viele Spieler und dann leider nur ein Deutscher. Ich glaube auch nur ein Schweizer, relativ wenig vom deutschsprachigen Bereich. Aber das zeigt einfach auch immer wieder, wir reden hier über 18-jährige Jungs. Also das sind dann meistens doch, ich will es jetzt nicht als Glücksspiel bezeichnen, aber so ein Draft vorauszusagen, was aus einem 17-, 18-Jährigen in 10 Jahren wird, ist halt nun mal nicht so einfach. Und ab und zu hast du gute Phasen, wo dann 3 oder 4 Spieler aus deinem Land gezogen werden, und ab und zu ist es halt nur einer oder vielleicht sogar auch keiner. Aber das sind einfach die Schwankungen, die du hast in den kleineren Eishockey-Nationen. Dann gehen wir doch direkt rein in die San Jose Sharks, wenn man so möchte. Du hast gerade schon gesagt, 3 Picks unter den ersten 21. Darunter der Second Overall mit Ivar Stenberg. Dann noch 2 recht schießende Verteidiger mit Keaton Verhoff an Nummer 9 und Ryan Lynn an Nummer 21. Für diese beiden Picks, also die etwas späteren, wenn man das denn überhaupt so nennen kann, haben die San Jose Sharks getradet. Allerdings hat das auch ganz schön gekostet. Das wollen wir auch mal nicht vergessen. Ich war schockiert, muss ich ehrlich sagen. William Eklund, einer meiner Lieblingsspieler bei den Sharks gewesen, nach Ottawa, eben um für Keaton Verhoff traden können. Ein Deal, der für dich Sinn gemacht hat. Also ich bin nach wie vor am Rätseln, ob Verhoff das bringen kann, was dir ein Eklund jetzt bringt. Und bedenke bitte, der ist ja schon ein paar Jahre gedraftet. Das heißt, der kommt jetzt in seine absolute Prime, ist immer noch super jung, super talentiert. Also ich fand den Preis sehr hoch. Ich glaube, wenn man sich die Struktur der San Jose Sharks anschaut, dann ist es einfach etwas, was passieren musste in dem Sinne. William Eklund ist ein sehr, sehr guter Eishockeyspieler, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber er ist vom Typ her ein Eishockeyspieler, den sie einfach schon haben, von dem sie mehrere Spieler haben. Ein kleiner, technisch extrem guter, schneller, offensiver Eishockeyspieler. Da hast du jetzt mit Stenberg, mit Misa, mit Will Smith, natürlich mit Macklin Celebrini,
die hast du schon, da hast du genug von. Und du musst aufpassen, dass du nicht zu klein wirst, was deine Stürmer angeht. Und wie gesagt, dieser Verteidiger und vor allem auch vor dem Draft, bevor die ganzen anderen Sachen in der Free Agency passiert sind, hatten die San Jose Sharks, glaube ich, genau 2 Verteidiger unter Vertrag. Also die mussten sich hinten besser aufstellen. Und natürlich ist Keaton Verhoff ein Verteidiger für die Zukunft. Der wird auch mit Sicherheit nächstes Jahr zurückgehen aufs College. Er wird nicht in der NHL spielen. Aber er ist ein extrem talentierter, großer, rechtsschießender Verteidiger mit offensivem Potenzial, von dem du eigentlich ausgehst, dass er ein Anker werden kann für deine Verteidigung für die nächsten, wie gesagt, hoffentlich 10, 12, 15 Jahre. Und von daher muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich den Preis völlig in Ordnung, weil, wie gesagt, William Eklund von der Gruppe junger, dynamischer, talentierter Eishockeyspieler, die sie haben, William Eklund wahrscheinlich der war für die San Jose Sharks und für mich persönlich auch, auf den ich am ehesten verzichten kann. Muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl er ein hervorragender Eishockeyspieler ist. Also, du musst es immer so verstehen. Der 9. Pick ist ja schon, der ist ja ziemlich hoch. Das ist ja was. Und wenn ich was haben will, was Gutes haben will, dann muss ich auch was Gutes hergeben. Niemand gibt mir den 9th Overall Pick für irgendeinen 4. Reihe Spieler, der 6 Minuten Eiszeit pro Spiel hat. Wenn ich was Gutes haben will, muss ich was Gutes hergeben. Und so war das für die San Jose Sharks in dieser Situation. Ja, das haben sie gemacht. Eklund war damals selbst ein 7th Overall, also ein sehr, sehr früher Pick, wie gesagt, mit sehr viel Talent. Also ich war ihm schon etwas hinterher, aber vielleicht, wie gesagt, überzeugt mich Keaton Verhoff dann in den nächsten 5 bis 10 Jahren. Thema Größe, du hast es gerade schon angesprochen, Stefan, an Position 201. Also in der 7. Runde haben die San Jose Sharks Größe ausgewählt und das meine ich wortwörtlich. Ein Verteidiger, der größte jemals gedraftete Verteidiger in der National Hockey League, 2,16 Meter. Also den gehe ich, glaube ich, bis zur Gürtellinie. Das ist ja Wahnsinn. Damit größer als Zdeno Chara, 123 Kilogramm schwer. Ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut aus dem Training Camp der San Jose Sharks. Also das ist eine Attraktion. Das Skating schaut ein bisschen hölzern aus, zugegebenerweise, aber was der für eine Reichweite hat. Also der fängt ja gefühlt jeder Puck, der in 3 Metern Reichweite ist, automatisch ab. Und ich will mir gar nicht ausmalen, was passiert, wenn du in den reinläufst. Hat er das Zeug, eine Attraktion in der NHL zu werden? Wohlgemerkt, wenn du auch Schlittschuh laufen können musst? Ich glaube, die Chancen, dass wir ihn jemals in der NHL sehen, die halte ich für sehr, sehr gering. Ich habe auch Videos gesehen von ihm. Ich habe Videos gesehen letztes Jahr in der OHL von ihm und ich bin schwer beeindruckt, was er zum jetzigen Zeitpunkt aus seiner Karriere gemacht hat, weil das einfach auch nicht so einfach ist. Ich meine, Eishockey ist ein extrem dynamischer, athletischer Sport, wo dir nur Körpergröße an sich jetzt nicht automatisch weiterhilft. Und vor allem so, wie das Spiel heutzutage gespielt wird, wo es eigentlich zu 90% fast nur noch um Geschwindigkeit geht, ist es für einen Spielertypen wie ihn nicht einfach. Er hat in der OHL gespielt, hat dort seine Arbeit ganz anständig gemacht. Ich habe Videos aus dem Development Camp gesehen, die sahen jetzt nicht so, ja, aber gut, das sind Videos, da muss man, also wenn wir ihn irgendwann mal in der NHL sehen, dann mit Sicherheit erst in ein paar Jahren. Er hat unglaublich viel Arbeit vor sich, aber du siehst es ja allein daran, dass er aus seinem Heimatland alleine in jungem Alter nach Nordamerika gegangen ist, um seinen Traum zu verwirklichen. Er ist ganz offensichtlich ein sehr angetriebener Spieler und Charakter und was man so von ihm sieht, die paar Artikel, die man gelesen hat und alles, wird es mit Sicherheit nicht an Einsatz scheitern. Und wir werden sehen, wenn er die schlittschuhläuferischen Fähigkeiten unter Kontrolle kriegt und in der NHL landet, dann Hut ab, weil das ist schon sehr, sehr groß. Ich habe gegen Chara gespielt und da jetzt nochmal fast 10 Zentimeter draufzulegen, das stelle ich mir sehr interessant vor. Ja, da wird schattig. Also ich hoffe ja irgendwie, dass er es schafft, weil ich will es einfach sehen. Ich muss es ehrlich sagen,
Schauen wir mal. Aber normal, wie gesagt, gehst du mit der Größe zum Interessant. Basketball und nicht noch auf Schlittschuhe. Weil das schaut ja noch imposanter aus, weil du stehst ja auf den Kufen auch noch drauf. Also ich Ja, freue mich drauf auf unser neues, ich meine das so positiv, wie man sagen kann, Monster in der ja, Verteidigung. Schauen wir mal. Dann lass uns doch mal auf den großen Talentepool noch blicken in ja. San Jose, Stefan. Ich habe es mal zusammengeschrieben und sagen wir mal so, ich habe es mit einem Grinsen im Gesicht zusammengeschrieben, weil es sehr vielversprechend ist. Aber wenn wir uns den Sturm anschauen, Stemberg jetzt gedraftet, 18 Jahre jung. Misa letztes Jahr 19. Celebrini das Jahr davor 20. Chernischow 20. Will Smith 21. Quentin Musty 21. Beistedt 22. Lund 22. Graf 23. Obstapchuk 23. Verteidigung. Verhoff 18. Lin 18. Wang 19. Dickinson 20. Salin Valenius 20. Canoni 21. Havele 22. Kurz Luft holen. Askarov im Tor 24. Ravensbergen 19. Kirsch 20. Ab wann, Stefan, beginnt die goldene Ära für diese San Jose Sharks? Ich würde, also rein vom Gefühl her jetzt, Garantien gibt es keine im Eishockey. Wir haben gesehen, wie schnell ein Offer-Sheet alles über den Haufen schmeißen kann in dieser Liga. Aber ich gehe davon aus, in 3 Jahren sollte diese Mannschaft zum absoluten Favoritenkreis dazugehören mit dem Talent, wenn sie in der Lage sind, dieses Talent an sich zu binden und wenn sich alle auch so entwickeln, wie wir uns das jetzt im Augenblick gerade vorstellen. Aber dann musst du davon ausgehen, dass die San Jose Sharks in 4 Jahren eine absolute Top-Mannschaft sind. Dann blicken wir auf den First Overall Pick, den du auch schon genannt hast. Das ist Gavin McKenna. Toronto hat zugeschlagen, verkündet von Justin Bieber auf der Bühne, war natürlich auch sehenswert. Ist überhaupt erst der dritte First Overall Pick, der nach Toronto wechselt. Also das ist gar nicht so selbstverständlich für die Maple Leafs. Für ihn wird es eine ganz schöne Umstellung, kann ich mir vorstellen. Kommt aus Whitehorse in der Provinz Yukon. Das ist ziemlich weit weg vom Schuss, das muss man sagen. Also schaut das gerne mal auf Maps an. Und auch klimatisch. Minus 22 Grad werden da die Winter im Schnitt, Jahrestemperatur im Schnitt minus 0,6. Also du kommst bei der Jahresmitteltemperatur nicht mal auf positive Gradzahlen hier. Aber was bedeutet das Ganze für ihn und für die Maple Leafs? Ich meine, kann ein Spielmachertyp wie Gavin McKenna dieses Vakuum füllen, was letztes Jahr der Abgang von Mitch Marner aufgerissen hatte? Er sollte es können, weil die zwei vom Spielertyp auch unglaublich ähnlich sind. Es sind Außenstürmer, die beide eigentlich spielen wie Mittelstürmer, sage ich jetzt. Und du hast natürlich mit Austin Matthews, dem perfekten Gegenpart, einen absoluten Torjäger. Einen Spieler, der grundsätzlich 9 von 10 Scheiben, die er in der offensiven Zone bekommt, aufs Tor bringt. Und rein vom Gefühl her und von dem, was man von allen Beteiligten bis jetzt gesehen hat, ist die Kombination sehr gut. Darfst nicht vergessen, Gavin McKenna ist 18 Jahre alt. Ist ein extrem talentierter Junge, klar. Ist auch mental und alles auf diese Rolle vorbereitet, weil seit Jahren eigentlich nur darüber gesprochen wird, dass er die Nummer 1 ist und sein wird. Also er ist bereit dafür. Du siehst es auch in seinen Interviews, in der Art und Weise, wie er sich gibt. Dieser Junge ist trainiert in dem Sinne, was Öffentlichkeitsarbeit angeht. Er sagt die richtigen Dinge. Und dann wird man sehen, was auf dem Eis passiert. Der Fakt ist trotzdem, dass die Toronto Maple Leafs sind eine Mannschaft, die letztes Jahr die Playoffs verpasst haben. Und die meiner Meinung nach auch, wo wir dann danach noch darauf zukommen, in der Free Agency, ich weiß nicht, wie offensiv, ob sie so viel besser geworden sind und dann gleich in der ersten Saison mit so viel Druck umgehen zu müssen, wie das ein Gavin McKenna tun wird interessant. Ja, ich meine, es ist eigentlich egal, ob jetzt Toronto oder San Jose oder wo auch immer du die Nummer 1 bist. Du siehst es an einem Connor Bedard in Chicago. Der Druck ist riesengroß und die Erwartungshaltung ist riesengroß. Und jetzt machst du das in einer Stadt wie Toronto, dem Mekka des Eishockeys. Der Junge, die Zeiten jetzt erstmal, der muss sich darauf einstellen, dass jedes Frühstück, jedes Mittagessen, Ja. jedes Telefonat, alles, was der in der Öffentlichkeit macht, wird in der Zeitung stehen, wird im Internet, wird auf sozialen Medien kommentiert werden. Und die Frage ist, wie kann er damit umgehen? Er macht einen sehr, sehr reifen Eindruck für mich in den
Interviews, die er gibt. Er kommt aus einer Ecke des Landes, in dem du sehr, sehr schnell lernst, auch dich um dich selbst zu kümmern. Er ist zwar mit 14 von da weggegangen, aber Fakt ist, er ist dort aufgewachsen mit seinen Eltern, mit seinem Großvater. Du hörst die Geschichten von ihm, die sind wahnsinnig interessant, und ich glaube, dass wir hier über jemanden sprechen, der mentale und körperliche Toughness hat. Der Junge hat schon Dinge gesehen, der muss sich beim Angeln drum kümmern, dass ihn kein Bär angreift und solche Sachen. Der kommt auch auf den sozialen Medien zurecht, glaube ich. Also den Eindruck habe ich jetzt. Und dann werden wir sehen, was passiert. Ich freue mich drauf. Er ist ein unfassbar talentierter Junge, und wir werden sehen, wie schnell er in diese Rolle reinwachsen kann und wie viel, ehrlich gesagt, wie die Medien, wie die sozialen Medien, die Fans in Toronto, wie sie mit ihm umgehen. Ich hoffe, sie lassen ihn in Ruhe. Ich hoffe, sie geben ihm die Möglichkeit, ein 18-jähriger NHL-Spieler zu sein. Das ist schwer genug, ohne mit der Erwartungshaltung von halb Kanada umzugehen. Und von daher werden wir sehen, was passiert. Schauen wir mal, ob da auch Umfeld und Medien die Lektion so ein bisschen gelernt haben. Und ja, man muss sich nur zurückerinnern an das, was mit Mitch Marner passiert ist. Also insofern, ich bin gespannt, ob es da Lehren gab. Wir schauen, Stefan, auf den Third Overall Pick auch noch sehr gerne. Das ist Caleb Malhotra, ausgewählt von den Vancouver Canucks. Ja. So, das an sich ist jetzt erstmal nichts Besonderes, aber wir müssen natürlich ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Die Canucks haben einen neuen Trainer bekommen, und das ist der Vater von Caleb Malhotra. Das ist Manny Malhotra. Ja. Und wenn jemand weiß, wie es ist, den eigenen Sohn in einer Mannschaft unter seinen Fittichen zu haben, dann bist du es, Stefan. Wir erinnern da gerne an deinen Sohn Jake, der bei den Ice Tigers spielt. Du bist Sportdirektor bei den Nürnberg Ice Tigers. Nehmen uns da gerne mal mit. Das wird, glaube ich, so einfach, wie das jetzt klingt, so ja, der kommt zu seinem Vater und dann hat er da den roten Teppich ausgelegt. Ich kann mir vorstellen, dass das kein Zuckerschlecken sein wird für Caleb Malhotra, richtig? Zuckerschlecken sowieso nicht. Er will sich in der NHL etablieren, egal ob sein Vater jetzt Trainer ist oder nicht. Fakt ist zu 1000%, dass es schwieriger ist für ihn jetzt als unter anderen Umständen. Einfach aufgrund der Öffentlichkeit, wie da jeder mit umgeht. Fakt ist, dass es ist Profi-Eishockey. Hier werden keine Geschenke verteilt, und die Vancouver Canucks draften an Nummer 3 keinen Spieler, um ihrem neuen Cheftrainer einen Gefallen zu tun, sondern sie nehmen den besten Spieler. Da sitzen 17, 20, 25 Leute in einem Büro, gehen eine Liste von 200 Nachwuchsspielern durch über Monate und identifizieren den besten Spieler, der für sie in dem Moment zu haben ist. Und das ist Caleb Malhotra. Da sitzt keiner da und sagt, hey, eigentlich sollten wir Keaton Verhoff nehmen, aber lass uns nett sein zu unserem neuen Cheftrainer, wir nehmen seinen Sohn. Das ist so, aber natürlich ist mir auch völlig bewusst, dass es genügend Leute gibt, die jetzt bei der Mama im Keller sitzen am Computer oder am Telefon und auf dem Keyboard schreiben, oh, schau an, die Vancouver Canucks, wie doof sind die, und bla. Das ist doch alles. Im Endeffekt wird es sich immer zeigen mit dem, was auf dem Eis passiert. Manny Malhotra als Trainer ist und auch in seiner aktiven Zeit als Spieler ist jemand, der bekannt ist dafür, dass er unfassbar professionell war. Er war jemand, der also ist jetzt nicht falsch verstehen, der aus wenig Talent durch extrem harte Arbeit, Charakterstärke, Einsatz, alle diese Dinge, eine hervorragende Spielerkarriere hingelegt hat, der sich über den Weg des Nachwuchstrainers, AHL-Coaches jetzt in die NHL gearbeitet hat als Trainer, der ganz genau weiß, worum es geht, der bekannt ist dafür, dass er mit jungen Spielern hervorragend umgeht, und der wird auch mit seinem eigenen Sohn in dieser Situation so umgehen wie mit anderen Spielern auch. Was die Öffentlichkeit daraus macht, zum Glück, sage ich jetzt ganz ehrlich, für Caleb Malhotra und auch die Vancouver Canucks ist es ihnen egal. Sie haben sich den besten Spieler in dieser Situation geholt, und Fakt ist, im Profi-Eishockey kann sich von uns überhaupt gar keiner leisten zu sagen, oh, ich nehme jetzt meinen Sohn, meinen Cousin, meinen Neffen, was auch immer mit dazu, damit wir eine schöne Familienzeit haben. Das ist das Profi-Eishockey. Dann nimmt man das, was man sich leisten kann, was am besten für einen funktioniert und wo man glaubt, dass man seiner Organisation am besten mithelfen kann.
Und für die Vancouver Canucks war das in dieser Situation Caleb Malhotra, der, egal wer an Nummer 3 war, in dieser Position gezogen worden wäre, weil er einfach der beste Spieler war. Fertig aus. Ja, also schön, dass du das so ausführlich mal beschrieben hast. Sehr, sehr interessant und glaube ich auch gut, auch mal die Seite zu hören. Wie gesagt, du bist da mittendrin, du weißt, wovon du sprichst. Draft Steals, also Spieler, die überraschend spät gezogen wurden, sind für mich die Jungs an Nummer 6 bis 8. Zwei Verteidiger, Carson Carrolls an 6. Stelle, Calgary Flames, Chase Reed, 7. Stelle, Seattle Kraken und Stürmer Viggo Björk, 8. Stelle, Winnipeg Jets. Kann man natürlich jetzt streiten, wäre das nicht auch einer für 3 oder 4 gewesen, aber für mich doch noch sehr gute Spieler für diese Position, muss ich sagen. Was macht denn die 3 so interessant, Stefan? Also ich fange an bei Viggo Björk, den ich jetzt intensiv bei der Weltmeisterschaft auch gesehen habe, 2 Wochen lang. Das ist ein Spielertyp, der meiner Meinung nach auch hätte unter die Top 3 fallen können. Ich war sehr, sehr beeindruckt mit seinem Spiel, mit der Reife seines Spiels bei der Weltmeisterschaft, mit der Art und Weise, wie er auch im Männer-Eishockey schon in so jungem Alter unglaublich viel Verantwortung übernommen hat. Oft ist es so, dass du eigentlich eine klare Nummer 1 hast von mir, vielleicht auch eine klare Nummer 2, die gezogen werden, und danach kommt man dann oft in den Punkt, dass auch positionell gedraftet wird, dass Mannschaften die Spieler nehmen, die einfach für sie am besten passen. Ja? Ich nehme jetzt, ich glaube, wenn man San Jose zum Beispiel als Beispiel nimmt, San Jose hätte wahrscheinlich am besten einen Verteidiger brauchen können, auch an Nummer 2 schon. Aber Fakt ist, dass Stenberg einfach der beste Spieler war, den haben sie genommen, und danach geht es dann so schon ein bisschen positionell weiter. Die Mannschaften davor haben sich halt in dem Sinne anders entschieden. Die anderen 2 Verteidiger sind hervorragende Jungs auch, Verteidiger mit viel Offensive. Du siehst ja, wie sich das Spiel verändert. Du siehst ja, wie Verteidiger wie Quinn Hughes, wie Cale Makar, wie Lane Hudson und wie dieses Spiel beeinflussen können, auch mit ihrer Art und Weise. Die spielen fast 30 Minuten pro Spiel. Quinn Hughes spielt 28 Minuten pro Spiel. Das ist die Hälfte des Spiels, die er auf dem Eis ist, hat eigentlich fast immer die Scheibe, kontrolliert das Tempo in seinen Wechseln. Das Spiel hat sich dahingehend verändert, dass diese Sorte Verteidiger einfach unglaublich viel Einfluss auf dein Spiel nehmen kann. Und dass viele Mannschaften jetzt diesen Spielertypen suchen. Du wirst es, da schaue ich jetzt schon wieder ein Jahr voraus, du wirst es nächstes Jahr sehen mit Landon Dupont, der als Verteidiger nächstes Jahr, also zum jetzigen Zeitpunkt an Nummer 1, gehandelt wird, der genau wieder in diese Kategorie fällt. Und das ist einfach das, was im Augenblick passiert. Ich sage es immer wieder, die NHL ist eine Liga, in der sehr viel kopiert wird. Wer auch immer Erfolg hat, jeder versucht das so zu machen, und dann wird man sehen, was passiert. Die Washington Capitals gehen jetzt ein bisschen den anderen Weg, haben eine Mannschaft zusammengestellt, die im Schnitt gefühlt 2 Meter groß ist, und wir werden sehen, wenn die damit Erfolg haben in den nächsten 2 Jahren, dann ist danach wieder jeder 1,95 groß. So läuft es einfach in der NHL, und im Augenblick sind technisch versierte Verteidiger einfach das, was jeder haben möchte. Eine Feel-Good-Story hat dieser Draft auch noch hervorgebracht. Für mich die von Jackson Cover. Der wurde von den Ottawa Senators in der ersten Runde an 32. Stelle ausgewählt. Und wenn man ja in seine Vita schaut, in Miami, Florida geboren, auf den Cayman Islands aufgewachsen, hat er Inline-Hockey gespielt, ist dann mit 12 Jahren nach Kanada gekommen, erstmals überhaupt dann aufs Eis gewechselt, und zuletzt hat er bei den London Knights in der OHL auf sich aufmerksam gemacht. Die Cayman Islands sind interessant an dem Ganzen, zumal auch ein Buddy von ihm, also ein Freund von ihm, Ryder Kelly, der ist in der Schweiz geboren, hat mit ihm zusammen auf den Cayman Islands ebenfalls Inline-Hockey gezockt. Der wurde jetzt auch gedraftet an Stelle 48 vor den Florida Panthers. Also kurz gesagt, 2 Spieler in einem Draft, die auf den Cayman Islands zusammen Hockey gespielt haben. Ist das neue Mekka, Talente-Mekka, wenn man sich anschaut, dass aus anderen Nationen deutlich weniger gedraftet wurde, Stefan? Ja, werden wir sehen. Glaube ich jetzt nicht wirklich. Ich meine, Fakt ist, dass es schon was Besonderes ist, wenn ein Spieler mit 12 Jahren das erste Mal aufs Eis geht und dann 6 Jahre später oder 5 Jahre später im Draft dann in der ersten Runde gedraftet wird. Das ist eine unfassbare Geschichte. Die einzige Geschichte, die mir da einfällt, die noch
Die noch beeindruckender ist eigentlich Ed Jovanovski, der Nummer 1 gedraftet worden ist, der gerade mal mit 11 oder 12 angefangen hat, Eishockey zu spielen damals. Das ist eine Riesen-Story. Das zeigt, dass du hier einen Typen hast, einen Spielertypen hast, der ganz offensichtlich ein unfassbar guter Athlet ist. Jemand, der auf natürliche Art und Weise einfach Eishockey spielen kann und gelernt hat, Eishockey zu spielen, der sehr athletisch ist, der umschalten konnte und der ja hoffentlich auch, sage ich jetzt ganz offen, auch ein bisschen ein Zeichen ist dafür, dass ich eben nicht von 4 Jahre ab rund um die Uhr Eishockey spielen muss, 12 Monate im Jahr, dass ich keinen Skating-Coach, keinen Skills-Coach brauche, dass ich nicht diesen ganzen Firlefanz, der 25, 30, 40.000 Dollar im Jahr kostet, machen muss, um ans Ziel zu kommen, sondern dass, so wie ich mir das wünschen würde, es auch Spielertypen gibt, die halt, ja klar, Eishockey spielen und nebenzu Fußball spielen und Basketball und Baseball und Golf und Tennis und was auch immer und so ihre athletischen Voraussetzungen verbessern, um dann im Endeffekt da anzukommen, wo sie hinwollen. Es ist ein Zeichen dafür, dass unglaublich viele verschiedene Wege dich ans Ziel bringen können. Und ich sage immer, wenn du gut genug bist, dann findet dich die NHL auch. Und dann ist es egal, ob du als 10-Jähriger auf den Cayman Islands Rollerhockey spielst oder als 6-Jähriger mit einem $400 pro Stunde Skills Coach irgendwo in Michigan übers Eis läufst. Es liegt im Endeffekt an dir. Wenn du gut genug bist, findet dich die NHL. Dann beenden wir das Thema Draft mit noch einer letzten Frage an dich, Stefan, denn wir müssen natürlich auch mal schauen, was hat es denn aus deutschsprachiger Sicht bedeutet. Kein Österreicher wurde gedraftet, ein Schweizer mit Lars Steiner, Stürmer, 6. Runde, 171. Stelle, St. Louis Blues und auch nur ein Deutscher. Der junge Mann heißt Tobias Krestan, auch Stürmer, 7. Runde, 209. Stelle zu den Los Angeles Kings, ist 18 Jahre jung, kommt aus Hanau, hat zuletzt in Schweden gespielt. Und Stefan, ich glaube, du hast mit seinem Daddy noch zusammen DL gespielt, oder? Sein Daddy ist Radek Krestan. Also vielleicht kannst du uns da ein bisschen was drüber sagen, was das für eine Hockeyfamilie ist, die Krestans. Und kennst du Tobias Krestan? Was ist er für ein Spieler und hat er das Zeug, der nächste NHLer zu werden aus Deutschland? Ja gut, über die Familie kann ich jetzt in dem Sinne wenig sagen. Es ist eine Eishockey-Familie. Ich habe gegen Radek Krestan gespielt, bin ich mir ziemlich sicher, oder gegen ihn gearbeitet, sage ich jetzt mal, auf jeden Fall. Mein gut, Tobias ist ein extrem talentierter Junge, hervorragender Schlittschuhläufer, Techniker, hat bei der U18-WM letztes Jahr für Deutschland eine tragende Rolle gespielt und hat sich auch relativ früh für den Weg nach Schweden entschieden, um eine bessere Ausbildung zu bekommen, als er sie vielleicht in Deutschland seiner Meinung nach hätte bekommen können. Und das hat sich jetzt für ihn ausbezahlt mit dem Draft nach LA. Ja gut, das muss man jetzt einfach abwarten. Ich freue mich für ihn und ich wünsche ihm alles Gute. Ich wünsche, dass er sich seinen Traum erfüllen kann. Aber jetzt fängt die Arbeit ja erst an. Gedraftet zu werden in dem Sinne ist eine wunderschöne Sache. Das ist toll, dass da jeder junge Spieler freut sich darauf und träumt davon, aber es ist ja erst der Anfang. Und was jetzt passiert, liegt natürlich an Tobias selber. Jetzt kommt die Arbeit, jetzt kriegt er seine Hausaufgaben erteilt von den LA Kings. Die LA Kings sind, das weiß ich aus Erfahrung, weil ich mit den Leuten zusammengearbeitet habe, eine Organisation, die sich sehr, sehr intensiv um die Ausbildung ihrer jungen Spieler kümmert. Da arbeiten sehr viele gute Leute. Und ich kann Tobias jetzt nur raten, hör diesen Leuten zu, den Glenn Murray, Nelson Emerson, die wissen, wovon sie reden und jetzt fängt die Arbeit an für ihn und ich wünsche ihm alles Gute und hoffe sehr, dass sich sein Traum von der NHL erfüllt. Daumen sind gedrückt von unserer Seite, so viel steht fest. Dann klappen wir dieses Thema zu, Stefan, und gehen weiter in Richtung Free Agency, also das, was da unter Vertrag genommen wurde und vor allen Dingen, was auch noch getradet wurde. Also es waren nicht so viele Trades, aber ein paar, die doch haben aufhorchen lassen und für mich der Blockbuster-Trade in diesem Sommer, zweifelsohne Brady Tkachuk von den Ottawa Senators zu den Florida Panthers. Also das hat die Liga wirklich aufgerüttelt. Im Austausch dafür gab es 3 Erstrunden- und ein Zweitrunden-Picks nach Ottawa.
Sportlich aber, das müssen wir zugeben, ein sehr, sehr schmerzvoller Abgang für die Senators. Hat aber doch zuvor einige Störgeräusche gegeben, wenn ich das richtig vernommen habe. Ich habe mich auch jetzt im Urlaub mit einem Senators-Fan unterhalten, den ich am Strand getroffen habe. Und der hat ehrlich gesagt, ich bin eigentlich ganz froh, dass er weg ist. Also irgendwas ist da passiert zwischen Ottawa und Tkachuk. Also für dich, Stefan, am Ende die logische Konsequenz, dass es diesen Trade gab? Ja, absolut. Dieser Trade ist ja im Endeffekt forciert worden von der Familie Tkachuk über Monate hinweg schon. Angefangen mit ihren Podcasts, Tkachuk Podcast, Vater und die Söhne, die sich ganz öffentlich auch über die Möglichkeit unterhalten haben, dass die zwei Jungs zusammenspielen wollen. Im Endeffekt haben die Tkachuk-Brüder bekommen, was sie wollen. Sie spielen zusammen in einer hervorragenden Organisation jetzt, mit der Möglichkeit, zusammen Stanley Cups zu gewinnen. Wie dann, mein gut, wir können jetzt immer nur spekulieren. Es gibt unglaublich viele Gerüchte. Er hätte schon seinen Mannschaftskollegen vor Jahren gesagt, dass er nicht vorhat, in Ottawa zu bleiben. Alle diese Dinge. Im Endeffekt muss sich ein Spieler um sich selber kümmern. Er hat Familie, er hat Kinder, er muss das tun, was für ihn am besten ist oder was er machen möchte. Da geht Loyalität schnell mal verloren, weil man muss ja auch ganz klar dazu sagen, die Loyalität ist ja auch nicht so, dass die Mannschaften, ich meine, wenn jetzt irgendjemand gekommen wäre, der ihnen einen Spieler angeboten hätte im Trade, den sie unbedingt haben wollen, dann hätten sie Brady Tkachuk auch woanders hingetradet. Es ist immer so, ich hätte mir von meinem Kapitän in dieser Situation natürlich schon ein bisschen mehr Loyalität gewünscht und es wäre schön gewesen, wenn er diese ganze Nebengeräusche einfach unterdrückt hätte. Es ist schon ein bisschen störend, wenn du überlegst, dass er vor ein paar Wochen bei den Saisonabschlussgesprächen oder Pressekonferenzen noch ganz klar gesagt hat, dass er überhaupt nicht vorhat, irgendwo anders hinzugehen, dass ihn die Nebengeräusche stören, dass er jemand ist, der sich immer für die Ottawa Senators eingesetzt hat und einsetzen wird und 4 Wochen später ist er weg. Es hat einen Beigeschmack, aber das ist ein Geschäft. Eishockey ist ein Business und da werden Entscheidungen getroffen, die ja vielleicht nicht immer ganz toll aussehen, vor allem jetzt für die Fans, aber Fakt ist, dass es ein Geschäft ist und in dieser Situation sieht es so aus, als wäre Brady Tkachuk ein bisschen der Böse und in genügend anderen Situationen sind es die Mannschaften, die das tun, was für sie am besten ist und das ist einfach nun mal so. Und jetzt ist er bei seinem Bruder in Florida. Florida ist ein absoluter Top-Favorit auf den Titel nächste Saison mit dieser Kaderzusammenstellung, die sie haben und wird mit Sicherheit auch eine Mannschaft sein, die ja unter die Haut geht, sagen wir mal so. Ja, du nimmst es direkt vorweg. Also Brady, Matthew Tkachuk, ja schon mal 2 Spieler, die sowas lieben. Dann hast du Brad Marchand, der das auch besser kann als kaum ein anderer. Sam Bennett, jetzt sind neu dazu noch gekommen, Radko Gudas und Garnet Hathaway. Puh, also die Mannschaft ist für die Playoffs gebaut. Es ist auf dem Papier jetzt im Augenblick ein sehr, sehr unangenehmer Gegner, eine Mannschaft, die unter die Haut gehen wird, die aber nicht nur unter die Haut geht in dem Sinne, die auch unglaublich viel Talent hat, weil Matthew Tkachuk macht über 100 Punkte im Jahr, Brady Tkachuk macht 70, 80 Punkte im Jahr, das sind Brad Marchand ist für mich ein Future Hall of Famer, also es sind ja auch Jungs, die nicht nur unter die Haut gehen, sondern die auch Eishockey spielen können und da ist viel Gutes passiert für die Florida Panthers, sie haben vor allem eine Saison gehabt, in der sie gesund werden konnten, was auch ganz, ganz wichtig ist, also zum heutigen Zeitpunkt auf dem Papier für mich der Top-Favorit, ja. Ja, oh Mann, die werden böse auftreten, das glaube ich schon auch. Außerdem Stürmer Eetu Lostarinen, 8 Jahre Vertrag verlängert und jetzt wird spannend, nämlich zwischen den Pfosten bei den Florida Panthers, da ist Sergei Bobrovsky nicht mehr am Start, da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über die Toronto Maple Leafs sprechen, aber es kamen erstmal 2 neue Torhüter zu den Panthers, der eine Jakob Markström von den New Jersey Devils, der andere ein Schweizer Akira Schmidt von den Vegas Golden Knights. Ja. Wie siehst du diese Transformation im Tor in Florida?
Ja gut, du siehst ja an dem Vertrag, den Sergei Bobrovsky danach in Toronto unterschrieben hat, das war einfach mehr, glaube ich, eine finanzielle Entscheidung als alles andere. Sergei Bobrovsky ist 38 Jahre alt, 39, um den Dreh irgendwo. Der wollte einen Dreijahresvertrag haben, das ist natürlich etwas, ja, für viel Geld. Und das haben die Florida Panthers einfach nicht unter einen Deckel, unter einen Hut gebracht. Und Jakob Markström ist ein extrem talentierter Torhüter, der ja auch schon in Florida gewesen ist, der die Organisation kennt. Die Organisation kennt ihn. Und er wird da mit Sicherheit auch in einem System spielen, was ihm zugutekommt. Es wird weniger Schüsse auf sein Tor geben als in New Jersey. Es wird strukturierter gespielt werden und von daher glaube ich, weil wenn man jetzt mal die reguläre Saison des Sergei Bobrovsky betrachtet und auch in den letzten paar Jahren, in denen sie sehr viel Erfolg gehabt haben, betrachtet, war das nicht immer statistisch gesehen, waren das keine Top-Werte, die Sergei Bobrovsky da hingelegt hat. In den Playoffs war es ganz was anderes, da war er dann der Torhüter, den man sich erwartet hat, der ihn natürlich auch diese Stanley Cups gewonnen hat, kein Thema, aber ich glaube, auch aufgrund des Alters her, sage ich jetzt mal, dass die Florida Panthers im Tor nicht schlechter geworden sind. Ja, ich bin gespannt, wie sich Markström schlägt. Der hatte jetzt auch keine fetten Jahre in New Jersey, wenn wir mal ganz ehrlich sind, war da auch nicht frei von Kritik. Also ich bin gespannt, aber ja, das ist eine ganz schöne Bestie, die Florida da nächstes Jahr aufs Eis schickt. Also ich gebe dir vollkommen recht. Für mich auch Stand heute, kann auch viel passieren über den Sommer, aber einer der Top-Favoriten auf den Stanley Cup 2027. Die Toronto Maple Leafs sind gerade schon gefallen, sehr aktiv gewesen. Erstmal die grundlegende, die Basisnachricht, sowohl Austin Matthews als auch William Nylander scheinen beide zu bleiben. Das war ja lange nicht sicher. Wir haben ja spekuliert gehabt, ob die nicht vielleicht einer von beiden oder vielleicht sogar beide gehen. Jetzt kam mit Gavin McKenna ein Top-Talent dazu, Sergei Bobrovsky als Free Agent, Samuel Ersson, also 2 neue Torhüter on top, mit Darren Raddysh, das war so ein Sign-and-Trade mit dem Tampa Bay Lightning, einer der begehrtesten Verteidiger jetzt in dieser Offseason. Und im Sturm haben sie auch auf Spieler gesetzt, die unter die Haut gehen können. Nick Paul, Tampa, Jack Roslovic, Edmonton und Colton Sissons, Vegas. Wollen auch nicht vergessen, neuer Trainer kommt dazu mit Jim Hiller, Daniel Alfredson vom Rivalen aus Ottawa nach Toronto. Also unfassbar viel Bewegung in Toronto. Ich würde fast von dem Big Bang sprechen. Wie siehst du die Moves, die die Maple Leafs da gemacht haben und wie siehst du sie jetzt und heute aufgestellt? Ehrlich gesagt, das muss man abwarten. Ich muss sehen, wie sich das entwickelt. Es ist viel passiert, aber ich kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas passiert ist, was mich vom Hocker haut. Darren Raddysh ist ein Spieler, wie wir es in der Vergangenheit schon sehr, sehr oft gesehen haben, der einfach zum absolut für ihn perfekten Zeitpunkt seine beste Saison seiner Karriere gespielt hat. In der Saison, bevor er Free Agent wird, hat er 70 Punkte gemacht als Verteidiger. Es ist aufgrund, darf man auch nicht vergessen, der Hedman-Verletzung in Tampa Bay in eine Rolle gerutscht im Powerplay. Er hat einen unfassbar guten Schuss und wenn ich jemand bin, dessen beste Qualität sein Direktschuss ist, sein Schuss ist, dann ist es vielleicht nicht so verkehrt, im Powerplay mit einem Nikita Kucherov zusammenzuspielen und er hat das komplett und super gut für ihn sich selber ausgenutzt. War zum perfekten Zeitpunkt hin einer der besten Offensivverteidiger der Liga und hat das umgemünzt zu einem langfristigen Vertrag. Ich glaube, dass er letztes Jahr noch $900.000 pro Saison verdient hat und jetzt bei 8 Millionen ist oder so. Und ob sich das dann für die Toronto Maple Leafs so dreht, wie sie sich das vorstellen und der da eine absolute Nummer 1 werden kann, das muss ich abwarten. Klar hat er jetzt auch in Toronto eine Situation, wo er mit Austin Matthews, William Nylander und wahrscheinlich Gavin McKenna 3 Spieler hat im Powerplay, die ihm unglaublich viel weiterhelfen können. Sein Schuss wird genauso gut sein, wie er letztes Jahr war. Und er wird auch da jede Möglichkeit bekommen, natürlich jetzt diese Position zu erfüllen. Aber hättest du mich letztes Jahr während der Saison gefragt, wer ist ein ganz klarer Nummer 1 Verteidiger
auf dem ich oder um den ich herum meine Mannschaft aufbauen möchte für die nächsten 3, 4, 5 Jahre. Weiß ich nicht, ob der Name Darren Radish gefallen wäre für mich. Und von daher wird man abwarten müssen, was passiert. Auch Colton Sissons, Jack Roslovic, der jetzt, glaube ich, bei der 4. Organisation ist innerhalb der letzten 3 Jahre oder so. Das sind alles gute Eishockeyspieler. Also Jack Roslovic hat 20 Tore gemacht letztes Jahr in Edmonton. Das ist ja nicht irgendwas, sondern das ist solide, das ist gut. Ob das den Unterschied ausmachen kann, ob das eine Mannschaft, die nicht in die Playoffs gekommen ist, jetzt in die Playoffs bringt und so wie man sich das in Toronto natürlich auch vorstellt, nicht nur in die Playoffs bringt, sondern zu einer Mannschaft macht, die um Titel spielen kann. Das wage ich zum jetzigen Zeitpunkt zu bezweifeln und man wird sehen müssen, was passiert. Unglaublich viel wird von der Entwicklung von Gavin McKenna abhängen. Unglaublich viel wird davon abhängen, wie schnell du Austin Matthews davon überzeugen kannst, dass dies der richtige Weg ist, um sich langfristig an Toronto zu binden, weil Fakt ist auch, wenn die Toronto Maple Leafs einen schlechten Saisonstart hinlegen und sage ich jetzt mal, bei unserer magischen Schranke amerikanisches Thanksgiving nicht in den Playoffs sind, kommen wir ganz, ganz schnell wieder in die Diskussionen, Austin Matthews Vertrag läuft nur noch 1,5 Jahre. Wenn er sich entscheidet, hey, das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe, dann geht sofort wieder die Spekulation los. Und dann kommen die ganzen Nebengeräusche wieder und dann kommst du ganz schnell wieder zu dem Punkt, wo nur noch darüber gesprochen wird, ob es nicht besser wäre, Austin Matthews jetzt zu traden. Also da hängt so viel mehr davon ab in Toronto, als einfach nur Eishockey zu spielen. Und ich bin sehr gespannt, was passiert. Im Augenblick sage ich ganz offen, ob sie wirklich so viel besser sind als letztes Jahr, das wird man jetzt erstmal abwarten müssen. Schalten wir die Ampel ganz schnell zurück auf Türkis. Wir schauen wieder auf die San Jose Sharks. Nach dem erfolgreichen Draft ist da ja auch einiges passiert an Signings und an Trades. Und ein Trade hat ja irgendwie ganz Nordamerika beschäftigt. Also ich habe, glaube ich, selten so viele Kommentare unter einem Wechsel gelesen wie unter den. Und es geht tatsächlich um Darnell Nurse. Der war bei den Edmonton Oilers in der Mannschaft sehr, sehr beliebt. Es waren auch viele traurig, auch Leon Draisaitl hat was Längeres gepostet zu seinem Abschied, dass da einer der besten Menschen geht und so weiter. Sportlich, glaube ich, sind die Edmonton Oilers sehr froh und das liegt daran, dass er eben einen Vertrag hat, noch 4 Jahre für im Schnitt 9,5 Millionen. Wir alle wissen, dass Darnell Nurse nicht immer der zuverlässigste Verteidiger war. Der ist jetzt weg. Ich bin wirklich gespannt auf deine Meinung, Stefan. Trade-Erfolg, so einen Spieler zu holen. Für mich, wenn ich das schon mal vorweg schießen darf, was ich überhaupt nicht verstanden habe, dass du 100% dieses Gehalts übernimmst. Ich hätte mich gefreut, mit 50% hätte ich gesagt, okay, du brauchst jetzt einen Verteidiger als San Jose Sharks. Er bringt unfassbar viel Erfahrung mit, war in 2 der letzten 3 Jahre im Stanley Cup Final. Kann man probieren, wenig Risiko bei 50% Gehalt, aber 100% bei dem Vertrag, also mir ist da leicht schwummrig geworden. So wie sich die Gehaltsstruktur der Liga weiterentwickelt, sind ja 9 Millionen heutzutage fast schon Durchschnittsgehalt. Also das ist ja gar keine große Zahl mehr, so wie es weitergeht. Ich meine, wir reden jetzt über Spieler, die 17, 18 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Und von daher auf die nächsten paar Jahre hinweg gesehen, wo das Salary Cap ja auch noch steigen wird, ist vor allem für San Jose, die eine Mannschaft war, die unglaublich viel Platz hatten noch unter dem Salary Cap, ist der Vertrag kein Problem. Ich glaube, dieser Trade wird für beide Mannschaften ein Erfolg sein. Darnell Nurse und die Edmonton Oilers kommen endlich unter diesem Vertrag raus, weil Fakt ist auch, dass er einfach aufgrund seiner Zahl nicht fair behandelt worden ist, sondern er ist immer nur gemessen worden an dem, was er verdient im Vergleich zu anderen Verteidigern der Liga und der Spielertyp ist er überhaupt nicht. Er hat damals, genau wie ein Darren Radish zum Beispiel, genau zum richtigen Zeitpunkt seine beste offensive Saison gespielt, hat es umgemünzt zu einem hervorragenden Vertrag für sich selber, der ihm danach vor allem in den sozialen Medien und öffentlich dann immer wieder zum Verhängnis geworden ist.
Er ist vom Spielertyp her, von dem, was San Jose braucht oder gebraucht hat, für mich eine hervorragende Addition. Er ist ein Veteran, er ist Leadership, er ist tough. Es gibt die San Jose Sharks brauchen Spieler, die sich um ihren jungen Kern kümmern können. Und das kann er. Das muss er auch. Und sie haben mit Jacob Trouba noch jemanden dazu geholt, der genau in diese selbe Schiene fällt. Du kannst so eine Mannschaft nicht ein paar 20-Jährigen übergeben und sagen, kümmert euch jetzt, sondern die Jungs müssen auch erst lernen. Führungsspieler zu sein, muss man lernen. Sehr wenig Spieler, sage ich jetzt mal, wie Macklin, Celebrini, haben das einfach im Blut und übernehmen das von klein auf und können das einfach. Aber andere Spieler müssen das lernen und sie müssen lernen von Veteranen. Und Veteranen wie Nurse und Trouba sind meiner Meinung nach genau das, was die San Jose Sharks gebraucht haben. Und für mich ist das eine sehr, sehr gute Arbeit von San Jose. Okay, ich würde einfach noch ein paar Zahlen rausfeuern, denn ich gebe dir schon recht, du brauchst Erfahrung um einen jungen Kern. Aber da zahlt San Jose wirklich leer Geld, wenn man das buchstäblich so sagen möchte. Denn du musst dir nur mal anschauen, was beide an Gehalt jetzt einverleiben. Nurse ist 31 Jahre alt, Jacob Trouba ist 32 Jahre alt. Beide haben für 4, also bei Nurse war der Vertrag ja noch da, aber Ja. Trouba hat auch für 4 Jahre unterschrieben. Und beide zusammen werden jährlich 18 Millionen an Capspace blockieren. Ja, aber jetzt pass auf. Wir haben vorhin drüber gesprochen. Wann sehen wir die San Jose Sharks am, sage ich jetzt mal, hoffentlich Zenit, was diese Generation, was diese Gruppe angeht? Ist in 3 oder 4 Jahren. Jetzt hast du mit Trouba und Nurse die Spieler, die ihnen den Weg aufzeigen können, die beide schon in diesen Situationen gewesen sind, die Leadership übernehmen können, um diese Jungs auszubilden. Und wenn du dann in 3 bis 4 Jahren so weit bist, um sagen zu können, jetzt greife ich den Stanley Cup an, verlierst du 18 Millionen Dollar von deinem Salary Cap, weil die Verträge dieser zwei auslaufen, kannst sie anderweitig investieren. Es sind Spieler, die in dem letzten Jahr ihres Vertrages mit Sicherheit auch Spieler sind, die interessant sind für Trades. Und du hast genau jetzt für mich strukturell dieses Fenster überbrückt, den deine jungen Spieler brauchen, um den nächsten Schritt zu gehen. Und dann, wenn es wirklich dafür ist, Zeit anzugreifen, hast du die Flexibilität, dass diese zwei Verträge auslaufen und kannst dann eben sagen, dann ist hoffentlich ein Keaton Verhoff soweit, diese Rolle zu übernehmen, ein Lynn ist soweit, diese Rolle zu übernehmen und du brauchst diese Spieler nicht mehr und dann hast du die Flexibilität der 18 Millionen, die vertraglich dann auch weg sind. Also macht für mich alles kompletten Sinn. Also ich bin froh, dass du das sagst. Ich habe es tatsächlich für mich persönlich etwas kritischer gesehen, das Ganze. Ich hatte aber insgeheim darauf gehofft, dass du das jetzt so verkaufst, Stefan, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem, um noch einmal nachzukatteln, Ja. meine persönlichen Wunschverteidiger, keiner von ihnen ist gekommen. Bowen Byram hat sich für den Wechsel zu den Chicago Blackhawks entschieden. Simon Nemetz, jetzt Calgary Flames. Darren Ja. Raddysh haben wir gerade, jetzt Toronto Maple Leafs. Also alle die ich gerne gehabt hätte, sind nicht gekommen, die, finde ich, super reingepasst hätten. Und jetzt für recht alte und recht teure Spieler so hinzulangen. Ich meine, Jacob Trouba wird wahrscheinlich dritte Reihe spielen, also drittes Verteidigerpärchen. Aber- Sehe ich so kritisch? Ja, ich glaube, du siehst es in dem Sinne zu kritisch. Ich glaube, du siehst den Sinn und Zweck ich glaube, du vergisst, wie jung der Kern deiner Mannschaft ist. Ich glaube, du vergisst, wie weit weg diese Mannschaft noch davon ist, tagtäglich eine der Top-Mannschaften in der NHL zu sein. Und die Namen, die du jetzt gerade genannt hast, Bowen Byram ist über Nacht zum teuersten Verteidiger der Liga geworden. 12,5 Millionen für Bowen Byram, da stören mich 9 Millionen für Daniel Nurse nicht so sehr, muss ich da ganz ehrlich auch sagen. Also das sind zwei andere Spielertypen, klar, Ja. aber Bowen Byram ist ein hervorragender Verteidiger in der NHL, wird mit Sicherheit gute Arbeit leisten in Chicago. Aber ob ich ihn zum teuersten Verteidiger der NHL gemacht hätte, weiß ich nicht. Sehe ich jetzt vielleicht nicht so. Nochmal, von der Altersstruktur der San Jose Sharks, von der Art und Weise, wie sie aufgebaut sind und was ich glaube,
ihr zeitfester und ihre Ziele sind für die nächsten paar Jahre, finde ich die Verpflichtungen von Trouba und Darnell Nurse sehr, sehr gut, weil du auch diese Spielertypen brauchst. Du brauchst Toughness heute. Wir reden über jetzt 84 reguläre Saisonspiele pro Saison. Du brauchst Leute, die sich dann eben auch um deine Jungs kümmern, die den jungen Spielern den Weg vorzeigen, die ihnen die Erfahrung mitgeben und die auch auf dem Eis für sie da sind. Und da glaube ich, wie gesagt, also für mich 2 sehr gute Verpflichtungen für die San Jose Sharks, die auch strukturell vom Zeitablauf genau reinpassen, weil ihre Verträge genau zum richtigen Zeitpunkt auslaufen, wenn ich glaube, dass die San Jose Sharks genau dann so weit sind, um zu sagen, hey, jetzt greifen wir an. Dann bin ich hiermit offiziell besänftigt. Vielen lieben Dank dafür, Stefan. Wir müssen natürlich noch über die Mannschaft reden, die wahrscheinlich das Gros unserer Hörer interessiert. Und das sind die Edmonton Oilers. Neuer Trainer mit Mike Babcock. Darnell Nurse, seinen Vertrag ist man losgeworden. Wir haben gerade darüber gesprochen. Somit hat man Cap Space geschaffen. Mit Freddie Anderson kommt jetzt ein frisch gebackener Stanley Cup Champion aus Carolina. Ist er der erhoffte Starter, der alles verändert, oder ist er doch schon ein Torhüter mit 36 Jahren, der als sehr verletzungsanfällig gilt? Mukhamadullin, der ist im Darnell Nurse Trade gekommen, ist ein First Rounder gewesen. Aus meiner Sicht, was ich sagen kann, ich habe ihn häufiger spielen sehen in San Jose. Er hat es anständig gemacht, aber hat irgendwie das Vertrauen nicht so wirklich bekommen. Ich glaube, auch viele Experten erwarten sich viel von Ryan Shea, der auch ein Verteidiger, der neu dazugekommen ist. Frage an dich, Stefan, wie siehst du Edmonton jetzt aufgestellt und ist Freddie Anderson der Gamechanger im Tor der Oilers? Jetzt muss ich wieder ein bisschen aufpassen. Auf dem Spielermarkt ist das, was die Edmonton Oilers für mich gemacht haben, sehr gut. Ryan Shea ist mit 4,5 Millionen ein hervorragender Verteidiger, der die Rolle von Darnell Nurse sehr gut übernehmen kann, meiner Meinung nach für die Hälfte des Gehalts. Ich glaube, die Edmonton Oilers, wen du ein bisschen vergessen hast, ist Devin Levi von den Buffalo Sabres, den sie noch dazu geholt haben. Und zusammen mit Tristan Jarry, Devin Levi und Freddie Anderson haben sie jetzt ein Dreigestirn bei den Torhütern. Sie werden, glaube ich, auch die Saison über mit 3 Torhütern anfangen. Was bedeutet, dass Freddie Anderson als Nummer 1 sehr, sehr viel Unterstützung bekommt. Wir haben letztes Jahr gesehen, die 12 Spiele, die er in den Playoffs gemacht haben, waren absolute Weltklasse und auch ausschlaggebend dafür, dass Carolina den Stanley Cup gewonnen hat und von daher glaube ich, ist das eine sehr, sehr gute Verpflichtung für sie. Die Edmonton Oilers haben sich mit der Verpflichtung von Mike Babcock für einen Weg entschieden, der sehr, sehr kontrovers ist, der mir persönlich überhaupt nicht gefällt, sage ich ganz offen. Ich finde einfach nicht, dass dieser Mann eine weitere Chance in der NHL verdient hat, aufgrund der Art und Weise, wie er die Menschen davor behandelt hat. Das ist eine persönliche Meinung von mir. Das ist so, aber es hat sich auch ganz klar herauskristallisiert, dass Mike Babcock genau derjenige ist, den Connor McDavid und Leon Draisaitl haben wollten. Die 2 haben entschieden, dass sie diesen Trainer haben wollen, weil sie sagen, sie brauchen diese Sorte Mensch, der sie auch mit zur Verantwortung zieht. Und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Fakt ist, dass wenn es nicht funktioniert, dann haben sich auch Connor McDavid und Leon Draisaitl ein Ei gelegt und werden auch ganz schön dafür bezahlen müssen, wenn es nicht funktioniert. Da bin ich überzeugt von, weil nochmal, die Vergangenheit eines Mike Babcock, die kennt inzwischen jeder und ich habe ich habe auch die eine oder andere Insider-Information, was den einen oder anderen Spieler angeht, der mit ihm in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Und Fakt ist, dass es meiner Meinung nach im Eishockey keinen Platz mehr gibt für diese Sorte Mensch. Das ist so sehe ich das. Auch aus eigenen Erfahrungen habe ich mit Leuten wie ihm zusammengearbeitet, die genauso sind und ich will nie wieder mit irgendjemandem, der sich so benimmt, zusammenarbeiten. Aber es ist so. Ich meine, diese Entscheidung haben die Edmonton Oilers getroffen. Das ist ihre Entscheidung. Sie gehen damit ein riesengroßes Risiko ein, meiner Meinung nach, auch was die Öffentlichkeit angeht. Und man wird sehen, was passiert. Es ist eine Entscheidung,
die getrieben ist von Connor McDavid und Leon Draisaitl und Zach Hyman. Das muss man ganz klar dazu sagen. Das sind die Spieler, die diesen Trainer haben wollten, die sich für ihn stark gemacht haben und die jetzt natürlich auch mit den Konsequenzen umgehen müssen, egal ob positiv oder negativ. Ein Team, Stefan, das es offensichtlich noch mal wissen möchte, das sind die Washington Capitals. Alex Ovechkin kommt noch mal zurück. Ein Jahr für gerade mal 4,25 Millionen US-Dollar, ein echter Schnapp. Dazu können die Caps ja begehrte Spieler, würde ich mal kategorisieren, wie Alex Tuch, wie Jordan Kyrou, Boone Jenner für sich gewinnen. Rückkehr von Verteidiger John Carlson hat jetzt nicht geklappt. Der wurde erst nach Carolina getradet, dann als Free Agent bei Tampa unterschrieben. Eigentlich, das an sich wäre schon sehr, sehr kurios. Dafür kommen mit Vincent Desharnais und Justin Holl nochmal 2 Verteidigerkanten dazu. Aber unfassbar wichtig, für mich eigentlich fast die wichtigste Weiterverpflichtung, wenn du so möchtest, ist die von Trainer Spencer Carberry. Also kurzum, es ist viel passiert bei den Caps. Und die Frage an dich, Stefan, geht dein Ex-Club nochmal aufs Ganze in der kommenden Saison? Oh, ich liebe, was die Caps jetzt diesen Sommer gemacht haben. Ich freue mich drauf zu sehen, wie sich das alles entwickelt und wie das funktioniert. Sie gehen einen anderen Weg. Fakt ist, es ist eine Monstermannschaft. Die sind riesengroß, vor allem im Sturm. Also da gefühlt kommt da keiner unter 110 Kilo über die Bande, so ungefähr. Und du hast dann mit Ryan Leonard auch noch einen Spieler, der vielleicht jetzt physisch nicht da reinpasst, aber vom Charakter her genauso ist. Und es ist so ein bisschen das Gegenstück zu dem, was im Augenblick jeder denkt, wie Eishockey gespielt wird und gespielt werden soll. Und deshalb freue ich mich zu sehen, wie das funktioniert. Ich glaube, dass Spencer Carberry unglaublich viel damit zu tun hat. Und klar, ich kenne jetzt noch gute Freunde von mir, die immer noch für diese Organisation arbeiten. Und der Fakt ist einfach, dass die Aussagen und die Informationen, die du über Spencer Carberry bekommst und die du auch sehen kannst, wir sehen es ja oft in den Clips, die du siehst, also er ist für mich die neue Sorte Trainer, nicht nur im Eishockey, sondern im Sport allgemein. Es geht um Menschenführung, es geht um die Art und Weise, wie du mit den Spielern zurechtkommst, wie du mit ihnen dich verbinden kannst. Und er ist einfach vom Typ her, sieht es so, also ich würde am liebsten morgen meine Schlittschuhe anziehen und für Spencer Carberry spielen, sage ich ganz offen, weil du das Gefühl hast, der geht für dich durchs Feuer und deshalb würdest du für ihn auch durch eine Wand rennen. Und das ist meiner Meinung nach die Sorte Trainertyp, die du heute haben möchtest, die du brauchst, auf die diese neue Generation Spieler auch besser anspricht. Und ich glaube, dass er unfassbar viel damit zu tun hat, wer sich im Endeffekt alles dazu entschieden hat, für Washington zu spielen. Und ich glaube, dass das eine Mannschaft ist, auf die wir mit Sicherheit aufpassen müssen morgen. Oder in der kommenden Saison. Aber schönes Bild, was du da gezeichnet hast, Stefan. Also dich würde ich auch gerne noch mal auf dem Eis sehen als... das will gar keiner mehr sehen. Aber hallo, Stefan, als Hooligan in einer Reihe neben Tom Wilson und Prodas zum Beispiel. Das ist doch ein Genuss. Also Hooligan in dem Sinne ist ja schon mal völlig falsch, weil ich war ein extrem fairer Eishockeyspieler. Also das hat damit überhaupt nichts zu tun. Dieser Spitzname kommt überhaupt nicht von mir. Ja. Fair, aber hart, oder wie war das? Irgendwie sowas. Stefan, wir schauen auch auf 2 deutsche Trades, wenn man das so nennen möchte. 2 deutsche Spieler wurden auch getradet. Der eine ist JJ Peterka vom Utah Mammoth zu den Boston Bruins, also zu Marco Sturm. Der zweite ist ein Verteidiger mit Maximilian Suber, auch vom Utah Mammoth zu den Montreal Canadiens. Also Stefan, wie siehst du denn die Zukunft von JJ in Boston und von Maxi in Montreal? Also ich sage ganz ehrlich, ich freue mich für JJ und auch für Boston mit der Situation, so wie sie jetzt ist, weil ich hoffe und glaube, weil ich halt unglaublich viel von Marco Sturm und auch Matt McIlvaine und glaube, dass die 2 einfach hervorragende Menschen und Trainer sind und hoffe wirklich sehr, dass sie jetzt für JJ Peterka das Richtige sind. Ich gebe ganz offen zu, dass mich das schon ein bisschen überrascht und auch mir ein bisschen Sorge bereitet, dass ein junger Spieler mit so viel Potenzial innerhalb von 2 Jahren zweimal getradet wird. Das ist jetzt nicht Torjäger, Talent, Geschwindigkeit, alle diese Dinge, die JJ Peterka mitbringt, sind Dinge, die jede Mannschaft haben will und dann
zweimal innerhalb von weniger als 2 Jahren getradet zu werden, macht mir ein bisschen Sorge, um ganz ehrlich zu sein, was denn da vielleicht nicht passt. Aber gut, das ist, wie gesagt, wir reden immer wieder von einem Geschäft und es hat ganz offensichtlich in Buffalo und auch in Utah nicht funktioniert. An wem auch immer das gelegen hat, spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich hoffe und glaube, dass JJ jetzt in Boston unter der Leitung von Marco Sturm hoffentlich sein Potenzial voll ausschöpfen kann und auch einfach mal ein bisschen Ruhe findet. Würde mich wahnsinnig freuen für ihn, würde mich freuen fürs deutsche Eishockey, dass er Eishockey spielen kann, dass er Potenzial hat, dass er 30 Tore im Jahr machen kann. Das haben wir alles gesehen. Das steht hier nicht zur Debatte. Fakt ist nur, dass er muss den richtigen Platz finden für sich selber auch und hoffentlich hat er den jetzt in Boston gefunden. Maxim Zuber, hoffentlich, er hat das so ein typischer, ja, er hat gezeigt in seiner AHL-Karriere, dass er die Chance in der NHL verdient. Und in Utah war leider kein Platz für ihn. Und Utah hat jetzt das getan, was für sie, aber auch für den Spieler das Beste ist. Sie haben ihn zu einer Organisation getradet, die ihn haben will. Und die Montreal Canadiens wollten ihn haben, hoffentlich, weil sie für ihn eine Zukunft in der NHL sehen. Und das würde ich mir sehr, sehr wünschen für ihn. Er ist ein hervorragender Junge, ein extrem harter Arbeiter, toller Charakter mit auch dem Talent für die NHL. Und ich würde mir wünschen, dass er dort in Montreal jetzt auch mal die Chance kriegt, über einen längeren Zeitraum das zu beweisen, weil ich glaube, dass er es im Kreuz hat. Jetzt haben wir gleich 3 Deutsche bei den Boston Bruins. Trainer Marco Sturm, jetzt 2 Stürmer mit JJ Peterka und Lukas Reichel. Beide Stürmer sind ja eigentlich Offensivwaffen, also Spieler, die vor allen Dingen durch ihre offensiven Motorfähigkeiten glänzen. Marco Sturm ist aber ja eigentlich ein Trainer, der eher Wert auf die Defensive legt. Also Hauptsache hinten kein Tor fangen, vorne geht dann schon eins rein. Wie gut passt das für dich zusammen und durch welche Lehre müssen JJ und Lukas jetzt unter Marco Sturm gehen? Ich glaube, dass beide in sehr verschiedenen Positionen sind. JJ ist ein gesetzter NHL-Spieler, JJ ist Top 6, wird aller Voraussicht nach in der Reihe mit David Pastrnak anfangen, also Powerplay spielen. Die Erwartungshaltung, glaube ich, an einen JJ Peterka in Boston ist sehr, sehr unterschiedlich von der, die du für Lukas Reichel hast. Lukas ist ein Spieler, der sich seinen Platz in Boston erkämpfen muss, der jetzt rein vom Papier her im Augenblick auch gar nicht in der Aufstellung ist, sondern sich eher in Providence wiederfinden wird. Und er muss sich im Camp, in den Vorbereitungsspielen seinen NHL-Platz erst erkämpfen. Was beide haben jetzt, glaube ich, ist mit Marco Sturm einfach einen Mentor und eine Person, der sie sehr gut versteht, der einfach auch nachvollziehen kann, was es bedeutet, als deutscher Junge in der NHL zu spielen, der für beide natürlich auch eine Vorbildfunktion hat, wie kaum ein anderer deutscher Spieler sie für sie haben wird. Die Jungs sind aufgewachsen mit Marco Sturm in der NHL. Sie haben ihm zugeschaut, wie er als Bundestrainer Deutschland zu ihrem größten Erfolg geführt hat. Und er ist einfach wie soll man sagen, auch eine Person, eine Lichtgestalt im deutschen Eishockey. Und ich glaube, hoffe, dass sich das für beide extrem positiv auswirken wird. Sie können, obwohl ich mit Marco selber, wir reden fast nur Englisch miteinander, was ziemlich bescheuert ist, ganz ehrlich gesagt, aber Sie können dann vielleicht auch Deutsch reden mit Marco und vielleicht hilft das ein bisschen weiter, ich weiß es nicht. Ich meine, klar, gut, man muss jetzt auch sagen, Marco Sturm hat andere Aufgaben als Trainer der Boston Bruins. Er kann sich jetzt nicht nur um seine deutschen Spieler kümmern, sondern er muss sich um die Mannschaft kümmern. Aber ich glaube schon, dass die Kombination von diesen 3 hoffentlich für alle 3 sich positiv auswirken wird. Natürlich wünschen wir uns das als deutsche Eishockey-Fans, das ist ganz klar. Letzter Themenkomplex für diesen Block, diese Vertragsverlängerungen. Wir haben einige gesehen, einige hochdotierte auch, Stefan. 3 Namen würde ich da gerne nochmal gesondert rausstellen. Der eine ist ein Schweizer, Nico Hischier, unterschreibt für 8 Jahre und 11,7 Millionen bei den New Jersey Devils, also eine Verlängerung. Dasselbe bei Zaubermaus Ivan Demidov bei den Montreal Canadiens, 8 Jahre, 9,15 Millionen US-Dollar. Aber der eigentliche Krimi
das war ja der um Anaheim Center Leo Carlsson. Denn Philadelphia hat ein Qualifying-Offer gemacht über 5 Jahre und 18 Millionen US-Dollar pro Jahr. Also nochmal zum Vergleich, Hischier 11,7, Demidov 9,15. Und wir reden jetzt von Leo Carlsson, 18 Millionen. Und Anaheim hatte jetzt die Wahl, entweder wir lassen ihn gehen, sie hätten im Gegenzug 4 Erstrunden-Picks für ihn als Entschädigung bekommen, oder sie matchen dieses Angebot, was sie dann schlussendlich auch gemacht haben. Heißt unterm Strich, Leo Carlsson bleibt ein Duck. Heißt aber auch, dass der Vertrag ist, also die Tinte unter dem Vertrag ist trocken, und Leo Carlsson ist jetzt der bestverdienendste Spieler in der National Hockey League, stellt damit selbst Connor McDavid mit 12,5 Millionen, Leon Draisaitl mit 14 oder Kirill Kaprizov mit 17 Millionen in den Schatten. Frage an unseren Experten, der richtige Schritt von den Anaheim Ducks, diese Qualifying Offer zu matchen? Wie gesagt, als Kompensation hätte es von Philly ja immerhin 4 Erstrunden-Picks gegeben. Einzige Schritt, den sie gehen konnten. Leo Carlsson ist ein Kernstück, einer der besten Mittelstürmer jetzt schon und einer der besten Mittelstürmer in den nächsten 10 Jahren in dieser Liga. Er ist der wichtigste Spieler für sie, und er ist ein Spieler, auch wenn du 4 Erstrunden-Picks von den Philadelphia Flyers bekommst, den Spieler musst du erstmal wiederfinden. Er ist jetzt gerade mal 21 Jahre alt, 22 Jahre alt. Er ist ein Spieler, auf den du nicht verzichten kannst. Wenn wir jetzt tiefer in dieses Ding reingehen, na klar, Pat Verbeek hat da große Fehler gemacht in dieser Situation. Fakt ist, sie haben ihm, soweit ich weiß, 12,5 Millionen angeboten aus Anaheim. Er hat gesagt, er hätte gerne 15. Anaheim hat gesagt, das ist uns zu viel, das machen wir nicht. Er unterschreibt dieses Offersheet von Philadelphia, und jetzt kostet er Anaheim im Endeffekt statt 15 Millionen, die sie hätten bezahlen können, kostet er sie 18 Millionen und ist dadurch teurer geworden. Aber es gab jetzt Leute, die gesagt haben, oh, Leo Carlsson will nicht in Anaheim spielen. Das sehe ich ein bisschen anders. Ich meine, wenn dir jemand statt 12,5 Millionen, 18 Millionen pro Jahr anbietet, und das über einen Zeitraum von 5 Jahren hinweg, dann ist das ganz schön viel Geld. Und natürlich musst du das dann als Spieler machen, und das bedeutet nicht, dass du nicht für Anaheim spielen willst, aber nochmal, es ist hier ein Geschäft. Es war eine sehr aggressive Offerte von Philadelphia, die natürlich gewusst haben, klar, wir müssen hier ans absolute Limit gehen. Wenn wir hier mit 14, 15 Millionen reinkommen, dann zuckt Anaheim überhaupt nicht und sagt, brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. So haben sie Anaheim schon in eine Situation gebracht, die sehr schwierig ist für sie, was ihr Cap, auch was ihr Salary Cap für die nächsten paar Jahre angeht. Ein Cutter Gauthier nach einer Saison mit 41 Toren braucht einen neuen Vertrag, und Anaheim ist eine Mannschaft, die schon relativ weit oben ist. Also es hat schon viel bewegt in Anaheim, es hat viel bewegt in Philadelphia, es hat unglaublich viel bewegt in der Liga. Ich meine, überleg, Leo Carlsson, höchstbezahltester Spieler der Liga, Connor Bedard braucht einen neuen Vertrag, Macklin Celebrini könnte einen neuen Vertrag unterschreiben, Cale Makar, ein gestandener Norris Trophy Winner, bester Verteidiger der Liga, kann einen neuen Vertrag unterschreiben. Was sagt der jetzt, wenn sie zu ihm sagen, du, der 20-jährige kleine Hosenpupser da drüben verdient schon 18 Millionen. Es hat unglaublich viel bewegt in der Liga. Macht es wahnsinnig interessant und spannend. Und ja, ich meine, wenn Leo Carlsson 18 Millionen pro Jahr verdient, was ist dann in seinem nächsten Vertrag ein Connor McDavid wert? Und das sind so die Dinge, klar, und alles geht immer weiter nach oben, auch was das Salary Cap angeht. Aber auf der anderen Seite darf man immer nicht vergessen, du musst es ja prozentual rechnen. Und diese 18 Millionen, die Leo Carlsson jetzt verdient, sind, glaube ich, prozentual 17% des Salary Caps. Und du darfst 20%, ein Spieler darf 20% des Salary Caps verdienen. Also ist er nicht mal am Maximum angelangt, und Fakt ist, der erste Vertrag, den ein Sidney Crosby damals unterschrieben hat, mit 8,7 Millionen Dollar pro Saison, waren damals auch 17% des Caps. Also du musst das alles immer relativ sehen.
die Zeiten ändern sich zum Glück für die Spieler. Das freut uns sehr, wenn die Spieler mehr Geld verdienen. Ich habe jetzt ein bisschen auch gequatscht. Die NHL verändert sich. Houston ist auf dem besten Weg, noch ein neues NHL-Franchise zu bekommen. Und das soll dann am Ende des Tages fast 3 Milliarden Dollar kosten. Und du siehst, wie sich das alles nach vorne bewegt. Und das ist hochinteressant. Gut fürs Eishockey, gut für die Spieler, gut für die Vereine, gut für uns Fans. Wir nehmen mit, wir sehen künftig mehr solcher Monsterverträge. Kel Makar, hast du angesprochen, läuft nächstes Jahr dann aus. Auch Macklin Celebrini, weil du gefragt hattest, was wird der wohl dazu sagen? Ich kann es dir beantworten. Er hat sich in den Medien gemeldet. Er hat gesagt, ob er es dann macht, ist dann die nächste Frage. Aber er hat gesagt, er will eben nicht in solche Bereiche vorstoßen. Ganz einfach aus dem Grund, weil er lieber hat, dass um ihn herum eine Mannschaft gebaut wird oder halt noch genug Geld übrig ist, um ihn herum eine Mannschaft zu bauen, die ja das Zeug hat, dann über Jahre um den Stanley Cup zu spielen. Feiner Zug, wir schauen, was es dann am Ende tatsächlich wird. Abschließend gefragt zu dem Thema, Stefan, hat sich Anaheim damit ein Stück weit auch Möglichkeiten verbaut, wenn wir es jetzt mal mit den Worten von Macklin Celebrini nehmen? Sie haben sich in eine Situation gebracht, in der es schwieriger wird, in den nächsten paar Jahren, sage ich jetzt mal, die weiteren Entwicklungsschritte zu nehmen. Sie haben einen Riesenschritt nach vorne gemacht letztes Jahr. Sie sind in die Playoffs gekommen. Sie haben die Edmonton Oilers rausgeschmissen. Und es sah wirklich eine Zeit lang so aus, als wäre Anaheim absolut auf dem besten Weg, sich zu etablieren als gestandene Playoff-Mannschaft. Jetzt aufgrund der Finanzen, die nun mal dazugehören, haben sie sich in eine Situation gebracht, in der es schwierig wird. Sie haben, ja, wie gesagt, Karagoce braucht auch einen neuen Vertrag und jemand, der 41 Tore schießt in der NHL, ja, der kostet normalerweise inzwischen auch deine eben 13, 14, 15 Millionen Dollar pro Jahr und die musst du jetzt erstmal finden. Interessant, also mit Sicherheit keine einfache Situation für Anaheim und viel Arbeit für Pat Verbeek. Wir werden sehen, was passiert. Last but not least, Stefan, knallen wir nochmal 6 Schlagschüsse zur Lage in der Liga ins Mikrofon. Nummer 1 geht an Connor Bedard, wenn du den gerade eben schon ansprichst. Der hat sich verletzt, bitter für ihn. Schulter-OP, 4 Monate Verletzungspause. Er wird damit den Saisonstart sicher verpassen. Was bedeutet das jetzt für die Chicago Blackhawks auf der einen Seite, aber was auch für Bedard, dessen Vertrag ja bereits ausgelaufen ist? Also hat er sich da mit dieser Schulterverletzung und dieser Schulter-OP womöglich auch um ein paar Millionen gebracht? Ich würde jetzt normalerweise sagen, nein. Ich glaube, Connor Bedard, Verletzungen gehören im Eishockey einfach dazu. Natürlich ist es unfassbar schade für ihn und auch für die Chicago Blackhawks, dass er sich im Sommer verletzt bei so einer Situation. Wir haben es auf Video gesehen, es war ein kompletter Unfall ohne Fremdeinwirkung. Ja gut, und eine Schulterverletzung, die ist immer schwierig. Da spreche ich jetzt aus Erfahrung. Ich habe ein künstliches Schultergelenk, weil man einfach, ja, wenn die Schulter einmal kaputt ist und einmal operiert wird, ist sie einfach nie mehr so, wie sie vorher war. Und es ist keine schöne Sache. Die Medizin hat sich weiterentwickelt. Hoffentlich hat er nach dieser OP keine Probleme mehr. Es wird an seiner Qualität als Eishockeyspieler nichts ändern und er ist mit Sicherheit auch jetzt noch und weiterhin der Spieler, um den herum die komplette Organisation der Chicago Blackhawks aufgebaut ist. Das heißt, vertraglich glaube ich nicht, dass sich für ihn viel verändern wird. Es wirft aber den Zeitplan der Chicago Blackhawks wieder ein bisschen zurück, weil jetzt musst du erstmal wieder abwarten. Es wird schwieriger, wieder Free Agents, die vielleicht noch auf dem Markt sind, davon zu überzeugen, nach Chicago zu kommen. Und Chicago ist, glaube ich, nicht so weit, wie sie gerne schon wären, nachdem sie damals vor ein paar Jahren Connor Bedard als Nummer 1 bekommen haben. Die Entwicklung der Organisation ist mit Sicherheit nicht so, wie sich das die Verantwortlichen vorgestellt haben. Und diese Verletzung tut dem Ganzen jetzt auch nicht wirklich gut. Ja. Zweiter Schlagschuss. Die Vegas Golden Knights verlängern nicht mit John Tortorella, der sie bis ins Stanley Cup Finale geführt hatte. Stattdessen macht's der bisherige AHL-Coach, der heißt Ryan Craig, hatte die Henderson Silver Knights trainiert und für mich eigentlich ein absolut Vegas untypischer Schritt, jemanden zu holen, der eigentlich noch nicht fertig ist. Also du weißt, was ich meine. Das ist jetzt ein Trainertalent, wenn man so möchte, und kein gestandener Haudegen. Für dich deshalb ein überraschender Schritt von den Vegas Golden Knights?
Überraschend deshalb nicht, weil ich genügend Insider-Informationen gehabt habe, die gesagt haben, dass das so passieren wird. Also ich bin nicht überrascht davon, dass John Tortorella nicht geblieben ist. Das hat mich nicht überrascht. Ja, aber Ryan Craig ist ein bisschen ein untypischer Schritt für Las Vegas, aber jemand, der einfach auch über Jahre hinweg jetzt schon in dieser Organisation gearbeitet hat. Und was man jetzt auch nicht vergessen darf, ist, die Vegas Golden Knights geben sehr, sehr viel Geld für Trainer aus, die gar nicht mehr für sie arbeiten. Und irgendwann ist es vielleicht auch mal Zeit zu versuchen, was Junges zu tun. Es hat jetzt in den letzten paar Jahren nicht so geklappt, wie sie sich das vorgestellt haben. Vegas will immer den Stanley Cup gewinnen. Und der interne Druck in der Organisation ist sehr, sehr hoch. Die Ansprüche sind sehr, sehr hoch. Und jetzt hat man vielleicht auch mal ein bisschen auf die Spieler gehört und jetzt passiert ein bisschen was anderes. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Der dritte Schlagschuss geht heute zu Ehren von einem ganz Großen im deutschen Eishockey, von Marco Sturm. Der hat am gestrigen Dienstag das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen bekommen. Das ist eine der größten Ehren, die überhaupt in der Bundesrepublik Deutschland ausgegeben werden. Gewürdigt wurde natürlich seine sportliche Karriere in der NHL, fast 1000 Spiele, Olympiasilber als Bundestrainer, aber eben auch sein ehrenamtliches Engagement. Er hat ja die Marco Sturm Stiftung gegründet und unterstützt da krebskranke Kinder und deren Familien. Stefan, welche Strahlkraft hat denn so eine Persönlichkeit wie Marco Sturm für dich? Und brauchen wir nicht unbedingt mehr Eishockey-Jungs mit der größten Auszeichnung, die es in Deutschland eben gibt, mit dem Bundesverdienstkreuz? Brauchen wir die? Ich würde mich sehr freuen, wenn die jemand bekommt. Aber das ist ja in dem Sinne, der Marco ist nochmal, wir haben ja vorhin schon über ihn gesprochen, Marco ist was ganz Besonderes, vor allem als Typ, ja, einfach als Mensch. Er ist jemand, der unglaublich viel positive Energie ausstrahlt. Du hast ihn getroffen, du hast mit ihm gesprochen, er hat grundsätzlich ein Lächeln auf dem Gesicht. Er ist jemand, der Leute mit ins Boot ziehen kann, der natürlich auch mit seiner Stiftung unglaublich viele gute, tolle Arbeit macht, was ich sehr, sehr schön finde und sehr vorbildlich finde. Und er ist jemand, ich freue mich riesig für ihn. Ich mag Marco unglaublich gern. Ich habe mit ihm als junger Kerl in der Nationalmannschaft zusammengespielt. Damals, er ist gekommen, er hat, wie gesagt, er war einfach, es war eine Freude, mit ihm zusammenzuspielen, zu arbeiten. Und er ist jetzt auch Wege gegangen, die ein bisschen untypisch sind. Er ist als kompletter Neuling, ohne jegliche Erfahrung Bundestrainer geworden und hat da auch sehr, sehr schnell gezeigt, was er leisten kann mit der Silbermedaille, ist dann einen Schritt zurückgegangen, Assistenztrainer geworden, dann noch einen Schritt zurückgegangen, um an seinem Trainerjob zu arbeiten als AHL-Chefcoach, und jetzt hat er letztes Jahr als in seiner ersten Station in der NHL hervorragende Arbeit gemacht, was einfach davon zeugt, dass er auch jemand ist, der unglaublich viel Fachwissen hat, der sich auskennt, der klare Vorstellungen hat davon, wie sein Weg aussehen soll. Und er ist einfach, was das deutsche Eishockey angeht, ohne Frage eine der Top 2 oder 3 Personen, die wir haben. Und das auch völlig zu Recht. Und deshalb ist das eine Sache, eine Ehre, die er da bekommen hat. Das freut mich unglaublich für ihn. Und ob es da jetzt mehr gibt, die das verdienen im deutschen Eishockey, ist eigentlich völlig egal. Er verdient es auf jeden Fall oder hat es verdient und freut mich für ihn. Und mehr als nur fürs deutsche Eishockey ist es einfach etwas, was er verdient hat aufgrund seiner Person und des Charakters, den er nochmal hat. Ja, auch an der Stelle nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zu dieser unglaublichen Ehre an Marco Sturm. Wir knallen Schlagschuss Nummer 4 ins Mikrofon, Stefan. 2 große Namen habe ich vorbereitet. Patrice Bergeron ist der eine, dessen Trikot wird in Boston unter das Hallendach gezogen bei nächster Gelegenheit. Und Jonathan Toews, der hat jetzt seine Karriere auch offiziell beendet. Meine Frage an dich, Stefan, wann sehen wir denn die beiden in einer anderen Funktion in der NHL wieder? Weil ich kann mir vorstellen, die kommen doch bestimmt in irgendeiner Art und Weise wieder zurück. Das weiß ich nicht. Das würdest du dir wünschen als Eishockey-Fan, dass solche Leute, solche Charaktere, solche Fachleute erhalten bleiben. Beide haben in ihrer Spielerkarriere eine Leidenschaft fürs Eishockey gezeigt,
von der du eigentlich ausgehst, dass sie nicht einfach vorbei ist, wenn du deine Schlittschuhe an den Nagel hängst, sondern die geht weiter. Auf der anderen Seite muss man mal ganz ehrlich sein, wenn ich, weiß ich nicht, jetzt in beiden Fällen 60 Millionen Dollar auf der Bank habe, ja, vielleicht lasse ich es mir dann auch einfach gut gehen und arbeite nur im Fernsehen oder sonst irgendwas und mache mir den ganzen Druck nicht, der dazu gehört, wenn du eine Position im Management oder auf der Trainerbank übernimmst. Aber Fakt ist, dass beide eine Leidenschaft an den Tag gelegt haben in ihren langen Karrieren, die nicht einfach so erlöscht, die geht ja nicht weg. Und es würde mich natürlich auf gar keinen Fall überraschen, wenn wir beide relativ schnell in führenden Positionen in der NHL wiedersehen. Schlagschuss Nummer 5, um den hat es einige Diskussionen gegeben in den letzten Tagen und Wochen. Es geht um die Beschriftung des Stanley Cups. Die Carolina Hurricanes haben ihn gewonnen. Es wurde eingraviert, sehr fleißig sogar. Aber jetzt kommt eben der große Aufreger. Der erste Spieler, der auf diesem Stanley Cup verewigt wurde, der taucht in Zeile, nicht an Position, nochmal in Zeile Nummer 9 auf. Alleine die ersten beiden Zeilen gehören der Familie um eigener Tom Dundon, der auch den Namen seiner Frau und seinen 5 Kindern hat eingravieren lassen. Hat für Kritik gesorgt und das liegt daran, dass am Ende dann kein Platz mehr war für einen, der 50 Jahre im Verein gearbeitet hat. Das ist der Equipment Manager Bob Gorman. Ich habe es extra nochmal nachgeschaut. Er war in dieser Meisterschaftssaison in etwas reduzierterer Funktion tätig. Also er war nicht mehr der Chef-Equipment Manager, aber er war immer noch im Team, hat mitgeholfen, wenn auch mit etwas weniger Zeit. Sein Name hat gefehlt. Wie gesagt, der erste Spieler taucht auf Position 9, also auf Zeile 9 auf. Stefan, ganz ehrlich, ist da nicht irgendwas komplett verrutscht? Ja, jetzt sage ich wieder was, das heißt, ich werde mit Sicherheit nie für die Carolina Hurricanes arbeiten, aber Fakt ist, das ist für mich das ist eine absolute Frechheit. Das ist peinlich, ich finde es peinlich. Ich finde es peinlich, seinen 5-jährigen Sohn auf den Stanley Cup zu schreiben, der, ja, einen verdienten Mitarbeiter wie Gorman nach 50 Jahren in dieser Situation nicht auf dem Stanley Cup zu verewigen, um seine Familienmitglieder draufschreiben zu können, die mit diesem Erfolg einfach überhaupt nichts zu tun haben. Ich meine auch gar nichts. Ist für mich natürlich sein gutes Recht. Ihm gehört die Truppe, er schafft an, wer Geld hat, schafft an, aber Fakt ist, dass ich finde das ein Unding, ich finde das extrem respektlos allen Beteiligten gegenüber. Ich finde das respektlos, um ganz ehrlich zu sein, ich finde das respektlos dem Stanley Cup gegenüber in dem Sinne. Das ist eine Trophäe, für die die Leute bluten und arbeiten und kämpfen und da dann zu sagen, ich schreibe da meine ganze Familie drauf, nur weil ich der Chef bin, halte ich für extrem respektlos und ein ganz, ganz schwaches Zeichen von Tom Dundon, meiner Meinung nach. Dann beenden wir Episode Nummer 48 nochmal mit einem etwas positiveren Schlagschuss. Nummer 6, Stefan. In Detroit wird nach wie vor ein Abnehmer gefunden für den Kapitän, für Dylan Larkin. Währenddessen hat Patrick Kane noch nicht verlängert. Der ist noch Unrestricted Free Agent. In Ottawa wiederum ist mit Brady Tkachuk der Kapitän von Bord gegangen. Und das bringt mich jetzt zu meinem Punkt. Bekommen wir zur neuen Saison 2026/27 2 deutsche Kapitäne in der National Hockey League, Mo Seider in Detroit und Tim Stützle in Ottawa? Ich glaube, das könnte passieren, ja. Ich glaube, es sind beides Spieler, die sich aufgrund ihrer Leistungen und ihres Charakters in eine Position gebracht haben, wo sie eindeutig zum Favoritenkreis gehören in ihren jeweiligen Organisationen, jeweiligen Mannschaften. Ich glaube, Mo Seider ist prädestiniert dafür, Kapitän zu sein, aufgrund seiner Art. Und es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn alle beide dieses Amt innenehmen würden. Ich glaube, in Ottawa gibt es noch den einen oder anderen Kandidaten neben Tim Stützle, aber Tim Stützle ist der beste Spieler in Ottawa. Von daher, wie gesagt, es würde mich für beide nicht überraschen, für beide würde es mich unfassbar freuen und beide haben sich das auch verdient. Das sind beides Typen, die diese Position ausfüllen können. Ich glaube, es sind auch beides Typen, die diese Position ausfüllen wollen.
Und von daher würde es mich unglaublich freuen für alle beide, wenn es dazu kommt. Ja. Das würden wir, glaube ich, alle. Dann ziehen wir einen Schlussstrich drunter unter die Saison 2025-26. Stefan, wir verabschieden uns leider in die Sommerpause, aber Schlagschuss kommt wieder. Dann kurz vor der neuen Saison. In der Zeit wünschen wir euch erstmal eine schöne Zeit, hoffentlich noch den einen oder anderen Urlaub. Das wünsche ich dir ehrlich gesagt auch, Stefan. Ich hoffe, du siehst tatsächlich dann auch mal eine Woche oder zwei irgendwas, was nicht mit Eishockey zu tun hat. Unrealistisch. Eher nein. Ich bin in 10 Tagen schon wieder in Nürnberg, dann geht es wieder weiter, dann sind wir voll im Geschäft. Unsere Saison fängt am 1. August wieder an. Also ja, mein Sommer ist eigentlich schon wieder vorbei. Ja, und dabei hat er noch gar nicht wirklich angefangen. Ja. Aber wie gesagt, Stefan, ich glaube, die meisten unserer Hörer würden trotzdem sehr, sehr gerne mit dir tauschen. Also insofern, ein Leben für Eishockey, wer würde es nicht gerne führen? Ich beschwere mich auf gar keinen Fall, glaub's mir. So soll es sein. Stefan, vielen lieben Dank für deine Expertise die komplette Saison über. Grüße gehen raus in die USA und dann hoffentlich bis bald hier am Mikrofon. Servus, macht's gut. Ciao, Rubi.